Hallo, mein Name ist Erik. Ich bin Illustrator. Heute geht es um die Zwei-Punkt-Perspektive. Oder wie zeichne ich ein Haus? Okay, das ist der optische Horizont. Mit den zwei Fähnchen als Fluchtpunkt. Wir haben einen Würfel. Und diesen Würfel verschieben wir jetzt auf der linken Achse. Das ergibt am Ende den linken Fluchtpunkt. Stell dir vor, du würdest den Würfel verlängern, Stück für Stück. Dort, wo sich alle Linien treffen, dort ist der erste Fluchtpunkt. Dasselbe auf der rechten Seite. Verlängere die rechte Achse und dort, wo sich die Linien treffen, ist der zweite Fluchtpunkt. Wichtig ist, wie das Objekt im Raum steht, denn das Objekt bestimmt, wo die Fluchtpunkte sind. Oder stell dir vor, dies wäre eine Mauer. Sobald du den Würfel verschiebst, verschieben sich auch die Fluchtpunkte. Und was ist mit der senkrechten Achse? Ja, sie existiert, aber sie verjüngt sich marginal. Wir werden bald ein Haus zeichnen. Wir haben einen Grundriss und grüne Fluchtlinien, die nach links flüchten, sowie rote Fluchtlinien, die nach rechts flüchten und schlussendlich schwarze Linien, die nirgendwo hin flüchten. Also grün flüchtet nach links, rot flüchtet nach rechts und schwarz flüchtet nirgendwo hin. Nun zeichnen wir endlich das Haus. Wir starten mit der größten Fläche und gehen dann ins Detail. Übrigens könnt ihr bei Procreate oder bei Adobe Fresco die Fluchtpunkte setzen. Ihr könnt auch unterstützendes Zeichnen anklicken. Dies hilft euch, die Fluchtpunkte zu finden. Am Anfang zeichne ich lieber ein paar Linien zu viel und lösche sie am Schluss. Ihr müsst dies nicht 1:1 nachzeichnen, sondern zeichnet ruhig euer Traumhaus. In der Videobeschreibung habt ihr noch einen Link zum ersten Teil zum Thema Perspektive. So, nun zeichnen wir zwei Fensterfronten mit ihren Tiefen. Da wirkt das Bild schnell plastischer und echter. Falls ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich werde euch antworten, entweder hier oder im nächsten Video. Wir kommen zum zweiten Stockwerk und es heißt immer noch die zwei Richtungen nach links, nach rechts und zusätzlich die Senkrechte. Aber eurer Fantasie ist keine Grenze gesetzt. Auch hier heißt es wieder, zuerst das Grobe und dann die Feinheiten. Nach außen stehende Fenster dürfen nicht fehlen. Dem sage ich Bluffen. Wenig Striche, große Wirkung.
Vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, zu abonnieren oder ich würde mich über einen kleinen Kommentar freuen. Ein Pool darf natürlich nicht fehlen. Und selbstverständlich die Mauer, damit die Neider nicht erblassen. Es ist wichtig, dass ihr ein paar Akzente setzt, damit das Haus nicht so steril wirkt, sondern lebendig. Sei es ein Baum, ein paar Liegestühle oder ein paar Personen, was eure Fantasie begehrt. Wir starten nun mit der Farbgebung. Ein kleiner Tipp: Achtet, dass ihr pro Farbe eine Ebene anwendet. Ihr könnt natürlich auch mit Masken arbeiten. Darüber gibt es genug gute Videos. Vorerst sollte ein Radiergummi reichen. Ein Video über Schatten und Perspektive sollte demnächst herauskommen. Es ist in Planung. Oder welches Thema interessiert euch zum Thema Perspektive? Damit das Bild noch ein bisschen plastischer wirkt, bekommt das Bild noch ein tieferes Grau. Ein dunkleres Grau gibt dem Bild eine schöne Tiefe. Man fühlt sich fast schon zu Hause. Nun wird es mit dem Hintergrund ein bisschen lebendiger. Das Bild bekommt eine Atmosphäre. Es darf ruhig ein bisschen wild, ein bisschen ungenau sein. Das tut dem Bild gut. Es gibt keine Perfektion im Leben. Nun kommt der Teil, den ich Bluffen nenne. Ein paar Wände werden schraffiert, ein paar Linien fetzig nachgezogen oder ein paar Schattenlinien gezogen. Die Linien dürfen schon überborden. Es darf schon nach einer Skizze aussehen. Ich sag schon mal Dankeschön und eines Tages sehen wir uns wieder.